Oh hey! Heute mal ein spontaneres Video in Anführungszeichen, beziehungsweise ein Quickie. Eine Quick Review, denn ich muss ein paar Gedanken etwa heraussagen zu einem bestimmten Film. Von daher kein quickiges Intro. Sorry, klein Timmy. Und dass ich etwa an ein paar größeren Projekten arbeite im Videosektor, wird es doch mal Zeit, etwa was Kleineres zu haben. Eine kleine schöne Filmreview wie in den alten Zeiten. Also reden wir mal über meine Gefühle zum Super Mario Bros. Film und für die Leute, die etwa Angst haben vor Spoilers. Keine Sorge, ich werde etwa in diesen Videos was spoilern, aber früh genug das sagen, bevor ich wirklich spoiler. Also hört einfach gut zu, dann werdet ihr etwa auch nicht gespoilert. Meine Güte, habe ich viele Worte zum Super Mario Bros. Film zu verlieren. Sowohl gute als auch negative. Aber um es grob zusammenzufassen, ich denke nicht, dass dieser Film etwa perfekt ist oder meine Erwartungen wirklich etwa gesprengt hat. Aber der Film ist wirklich fucking unterhaltsam und hat wirklich viele zahmvolle Dinge, viele nette Dinge und macht auch wirklich viel Spaß. Es ist definitiv kein schlechter Film und definitiv ein Improvement von was auch immer dieser Live-Action-Film aus den 90ern war. Und auch wenn ich den als Guilty Pleasure ansehe, weil holy shit ist der funny as fuck, der Plot macht überhaupt keinen Sinn und warum existiert dieser Film? Muss ich zugeben, dass dieser Film den Spielen sehr getreu ist und einfach perfekt als Adaption passt. Die Mario-Welt hat schon immer mehr abgepasst im Animationssektor und während Sonic sowas sich erlauben kann, wie bei dem zweiten Film, und es immer noch gut funktionieren kann mit der Live-Action-Welt, kann Mario das eher weniger, wie wir etwa nicht im Live-Action-Film aus den 90er das heraussehen können. Ironischerweise released etwa der Animationsfilm von Mario 30 Jahre oder 29 Jahre nach dem Live-Action-Film. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich merke diesen kleinen Funfact gerade und das ist schon irgendwie ironisch. Aber anyway, es war ein sehr spaßiger Film, kein perfekter Film, er hatte ein paar Probleme als solcher Film, als Mario-Film perfekt. Ich glaube, ihr werdet etwa euren größten Spaß haben, wenn ihr Hardcore-Mario-Fans seid. Und das ist auch etwa mein kleiner Kritikpunkt. Denn diese Videospiel-Adaptionen sind teilweise etwa nicht so gut darin, etwa sowohl was für eher mehr Unbekannte etwa zu geben, als auch für Hardcore-Fans. Ich mag natürlich Mario sehr, ich kenne mich etwa mit dieser Lore mehr oder weniger gut aus und habe auch zahlreiche Mario-Spiele gespielt, also waren die ganzen kleinen Referenzen wirklich etwas spaßig sich anzuschauen, aber ich kann definitiv sehen, warum manche da das eher kritischer sehen. Zum Beispiel die Kritiker auf Rotten Tomatoes. Ich vermute mal, wir haben schon so viele Filme gesehen, denn das ist eben ihr Job, dass sie etwa so einen netten, spaßigen Film eher mehr härter reviewen. Auch wenn ich natürlich nicht etwa verstehen kann, warum dieser Rotten Tomatoes Score bei den Kritikern so low war für den Mario-Film. Vielleicht ist er über die Tage angestiegen. Wer weiß. Aber kommen wir doch mal zu den Dingen, die mir gefallen haben an diesem Film. Und ein ganz großer Pluspunkt, wo ich glaube, denke ich mal, niemanden etwa damit überraschen würde. Die Animation bzw. die Art Direction. Anders als viele andere Illumination-Filme hat Illumination sich etwa mit den Animationen übertroffen. Und natürlich, Illumination macht per se keine schlechten animierten Filme, aber die Animation bzw. die Art Direction eher ist halt immer dasselbe. Besonders bei den Menschen ist es eher mehr Hier haben die wirklich etwa einen guten Kompromiss gefunden zwischen den realistischeren Disney-Style und den sehr cartoony-Style. So haben wir tolle expressive Faces, vor allem bei Princess Peach oder auch Mario oder auch natürlich Luigi. Bei Bowser ist es manchmal semi, aber Bowser ist verdammt gut animiert. Speaking of which, Bowser ist ein fantastischer Schurke. Ist jetzt zwar sehr simpel gehalten, ja, aber definitiv macht er Spaß. Und ich meine, die Performance von Jack Black ist einfach fantastisch. Es ist halt eine grandiose Performance und natürlich müssen wir auch über die Performances reden, da der Voice Cast sehr kontrovers ist. Nun gut, die Performances. Ich muss sagen, ich bin überrascht von den ganzen Cast. Natürlich Harley Day und Jack Black haben etwa die Show gestohlen, waren grandios etwa mit ihrer Performance. Aber auch Chris Pratt war jetzt auch nie so schlecht als Mario. War definitiv besser als Charles Martinet? Nein, aber er war ganz passabel. Anya Taylor-Joy als Peach war okay. Der größte Kritikpunkt von dem Voice Cast war wirklich Seth Rogen als Donkey Kong. Und generell, wenn wir zum Spoiler-Part kommen, muss ich etwa ein paar Worte zu Donkey Kong verlieren. Denn oh boy, ich habe da vieles zu sagen. Aber Animation, Art Direction und auch der Voice Cast waren wirklich gut oder zumindest passabel mit dem Voice Cast bei manchen Members. Was man etwa erwarten kann von der Story her, natürlich das Typische von Mario. Man darf keinen etwa Hitchcock oder Martin Scorsese Film damit erwarten von der Story her. Es ist eine simple Story, aber es macht Spaß etwa die ganzen Settings zu sehen und alles drum und dran zu sehen. Es ist halt etwa die typische Mario Story und ich denke auch nicht etwa, dass man etwa viel mehr Tiefe da hineingeben konnte. Dabei gab es ein großer Kritikpunkt, der mir teilweise etwa fast untergangen wäre, aber bei bestimmten Momenten leider sehr schade war. Es ist kein Scene-Stealer bzw. ein Filmkiller oder so ähnlich, wie man das nennen kann, aber definitiv kein so guter Aspekt von diesem Film. Das Pacing ist sehr schnell. Wirklich sehr, sehr schnell. Jetzt nicht so schnell wie bei anderen Filmen, wo man etwa das wirklich kritisieren kann. Aber bei diesem Film hat es noch etwa die grobe Linie gezogen, dass man etwa nicht zu schnell das Pacing hat. Aber es ist ein sehr stylisch Pacing. Manchmal hätte ich mir
mehr Reaktion von den Charakteren in bestimmten Situationen gewünscht. Und vielleicht sieht ihr das anders, aber ich hätte mir das gerne gewünscht. Von daher, das Pacing ist eher mehr im mittleren Feld. Es ist definitiv kein schlechtes Pacing, aber definitiv teilweise zu schnell. 10 Minuten hätten den Film vielleicht etwa doch nicht etwa so schlecht getan. Aber natürlich kann ich verstehen, dass man etwa mit dem Mario-Film jetzt keinen zu langen Film haben will, weil 2 Stunden für den Mario-Film wäre definitiv viel zu lang. Man hat mal viele Dinge so etwa reingepackt in den Film und die machen auch wirklich Spaß. Aber kommen wir doch mal zu den Spoilers. Um grob zu sagen, was ich von diesem Film halte, ohne Spoilers, es ist ein sehr spaßiger Film, kein perfekter Film, aber definitiv sehr spaßig. Und der beste von Illuminates. Kommen wir jetzt aber mal zu den Spoilerpunkten. Ich mochte Donkey Kong in diesem Film eher weniger. Klar fand ich die Rivalität zwischen Donkey und Mario ganz nett, aber so wirklich mochte ich sie definitiv nicht. Die Referenzen wie zum Beispiel die ganzen Arcade-Spiele oder auch die NES-Spiele, die Mario zum Beispiel bei sich zu Hause gespielt hat, waren sehr spaßig und vor allem etwa sowas zu sehen wie Kid Icarus oder auch das originale Donkey Kong, auch wenn ich etwa teilweise hinterfragen muss, wie das möglich ist, war fantastisch. Die Familie von Mario und Luigi zu sehen, hatte was wirklich, man hatte natürlich tollen Voice-Cast hier, besonders etwa Leute, die etwa professionell etwa Charaktere einpassen. Und generell hat man gutes Worldbuilding mit dieser Welt gemacht, die Power-Ups etwa hineinzubringen, den Parcours-Aspekt zu haben und die ganzen Kämpfszenen und auch die Musik wurde etwa nicht so schlecht implantiert. Wir haben solche Songs wie I Need a Hero und sogar mein absoluter Lieblingssong Mr. Blue Sky am Ende. Und das war auch die beste Song-Implantierung von diesem ganzen Film. Ich fand es definitiv gut, dass sie etwa ältere Songs genommen haben, statt etwa die modernen. Und ich habe nichts gegen moderne Songs, aber in Animationsfilmen sind die overused. Natürlich hätte ich jetzt eher mehr gerne gesehen, wenn man sich eher mehr auf die Mario-Soundtracks etwa fokussiert hat. Aber ich kann verstehen, warum er den einen oder anderen modernen Song etwa da drin hatte. Und es waren definitiv keine schlechten Songs. Viele von denen waren spaßig. Ich meine, Mr. Blue Sky und wie es implantiert worden ist, war fantastisch. Und schon allein für diesen Song gebe ich diesem Film eine 10 von 10. Nee, Spaß beiseite. Es ist ein sehr spaßiger Film. Auch wenn ich sagen muss, dass Donkey Kong wirklich etwa nicht so gut in Szene gesetzt worden ist. Sowohl etwa vom Vokalischen her, als auch von seiner Charakterisierung. Und die ganzen Kongs wurden ein wenig etwa underused. Am Anfang habe ich wirklich geweibt mit der Idee, wie man diese Kong-Welt etwa inszeniert hat. Aber so wirklich viel mit denen macht man leider nicht. Ich fand es definitiv gut, wie man etwa mehrere Spiele zusammengemixt hat. Wir haben viele Elemente von Odyssey, sei es nun etwa die Heirat zwischen Peach und Bowser, die natürlich nicht passiert ist. Viele Elemente aus den originalen Super Mario Bros. Und dann hat man etwa viele Dinge gemixt. Man hatte mal viele interessante Easter Eggs, die halt nicht so in your face waren. Und auch ein paar nette Sprüche, sei es nun etwa, oh, die Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Das finde ich wirklich etwa witzig, auch wenn mir der Humor nicht so wirklich gefallen hat. Es ist halt ein sehr kindlicher Humor in größten Aspekten oder Referenzhumor. Mit manchen Referenzen habe ich gelacht, aber es ist definitiv keiner dieser Filme, wo ich sagen würde, der war definitiv fucking witzig für mich. Aber natürlich muss er mein Humor eben halt nicht ins Pressen und ich konnte ihn immer noch etwa enjoyen, beziehungsweise hatte ich meinen Spaß damit. Der Film ist ein sehr spaßiger Film. Er funktioniert fantastisch als Mario-Film, besonders für die Hardcore-Fans oder generell Mario-Fans. Es ist eine Liebeserklärung an die Mario-Spiele und an Videogames als solches. Es fühlt sich sehr an wie ein Videogame in teilweise manchen Momenten und die haben wirklich mir Spaß gemacht. Aber ein Meisterwerk wird es definitiv nicht bezeichnen. Versteht mich nicht falsch, ich mag den Super Mario Bros. Film wirklich sehr. Es ist für mich etwa der bislang beste Illumination-Film seit dem ersten Despicable Me. Er hat nicht so sehr auf die zu viel kindlichen Minion-Humor gesetzt, auch wenn er natürlich in manchen Aspekten da war, aber jetzt auch nicht zu störend. Er hat vieles gebracht für die Mario-Welt und ein gutes Setup für kommende Filme gebracht. Es war aber nicht nur etwas Setup, er hat sich auch sehr stark fokussiert, ein eigenes Ding zu geben. Ich denke zwar, dass die Sequels natürlich mit dieser Masse und auch die Spin-Offs besser drauf aufbauen können und in manchen Aspekten bestimmt viel besser werden von der Story her, aber allein schon für diesen ersten Try hat Illumination, Nintendo und jeder, der etwa an diesem Film mitgearbeitet hat, wirklich großes Applaus verdient. Kein perfekter Film, aber ein verdammt spaßiger, unterhaltsamer und am Ende hat er so viel Liebe für das Franchise gezeigt und für die ganze Welt von Mario eben. Und am Ende des Tages sollte nicht das etwa ein Mario-Film sein, sollte er nicht etwa Liebe zu den Nintendo-Games zeigen und auch dem Mario-Franchise. Und da denke ich, hat er wirklich etwa sein Ziel einfach nur erschossen. Ein fantastischer Film, der vielleicht in manchen Aspekten besser sein könnte als Film als solches, aber als Mario-Film, was will man mehr? Was will man mehr? Und ich bin wirklich etwa interessiert, was etwa das Sequel bringen wird. Allein schon an der Post-Credit-Scene, ich bin interessiert. Und oh, kleine Randnote, die hat nicht sehr viel mit dem Film zu tun, aber dass mal etwa Iwata den früheren Nintendo-Chef etwa bedankt hat bei diesem Film. Oh Gott, mein Herz. Vermutlich etwa einer der herzvollsten Momente in
diesem Film, auch wenn es nur etwa in den Credits war. Aber das war's auch von mir. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr vom Super Mario Bros. Film denkt. Und falls ihr etwas spoilern wollt, bitte schreibt es etwa am Anfang eurer Nachricht bzw. eures Kommentars. Bis dahin, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Rand, der Mutter so ähnlich. Bye!